Löffel nochmal. Am letzten Morgen in Bangkok bemerke ich, dass ich unnatürlich friere. Jens meint, dass die Schärfe hilft, den Körper aufzuwärmen und hat mir sein grünes Curry angeboten. Oder eher liebevoll eingezwungen. Deswegen tränen mir die Augen und läuft die Nase. Es brennt für Joanna. Es wärmt von innen. Wir sind wieder vollgepackt, wie die Esel. Wir werden jetzt auschecken. In ungefähr 4 Stunden geht unser Taxi zum Flughafen. Bis dahin beschäftigen wir uns noch etwas und suchen uns etwas zu essen. Möchtest du erzählen, wie es dir geht heute? Mir geht's nicht gut. Ich habe ein bisschen Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Ich friere ständig, wobei jetzt geht es mir eigentlich besser schon. Und deswegen sind wir hier nur zu dem Einkaufszentrum daneben gegangen, um etwas zu essen zu finden, weil ich mich nicht anstrengen soll, laut Jens. Und warum geht's dir jetzt ein bisschen besser? Weil ich ein bisschen geschlafen habe. Die Kälte wurde langsam immer schlimmer und kam diesmal nicht von den Klimaanlagen, sondern von innen. Kein gutes Zeichen, aber ich bleibe munter. Besser. In der Nähe unseres Hotels gibt es dieses kleine Einkaufszentrum, in dem wir schon einmal den Geldautomaten genutzt haben. Ganz oben haben wir eine kleine Kantine entdeckt. Um dort Essen zu kaufen, muss man erst Bargeld auf eine Karte einzahlen und kann dieses dann gegen Essen eintauschen. Am Ende kann man das übrig gebliebene Geld auf der Karte sich wieder bar auszahlen lassen. Sehr umständlich. Wir haben jetzt hier so eine Guthabenkarte gekauft und mein Kopf ist wieder abgeschnitten. Wir haben so eine Guthabenkarte gekauft und versuchen davon jetzt Essen zu bekommen. Beim Essen kann man sich aus ca. 12 verschiedenen Zutaten einfach etwas zusammenstellen. Englisch funktioniert nicht oder nicht gut, aber wir zeigen einfach darauf. Das Essen sieht lecker aus. Unsere Besteck nicht jedes Mal in Folie neu eingepackt. One herbal drink, please, and one juice. The last one. Herbal drink. It's herbal drink. That's this one here. Yeah, herbal drink. Lemon and lemongrass, can we mix that? Mixing? Yeah. Big one. One. Auch beim Bestellen des Getränks ist es mit Englisch schwierig, obgleich an der Tafel über der Theke die Bezeichnung auf Englisch und Thailändisch dasteht. Naja, wir haben es geschafft. Wir haben uns Herbal Drink gekauft und das sieht so aus, bisschen wie Cola. Und das kann Jens jetzt probieren. Ne, lecker. Kennt ihr diesen, ich weiß wie das schmeckt, diesen Krümeltee, den es gibt, den man so auflöst? Vielleicht ist das Herbal. Wenn Joanna diese Szene schneidet und wir denken dran, filmen wir euch das, wenn wir zu Hause sind. Den haben wir in der Schublade. Der schmeckt ganz genauso. Ja. Und warum ich so angeschlagen bin? Wahrscheinlich von den ganzen Klimaanlagen, die hier überall laufen. Und zwar, die sind jedes Mal überdimensioniert. Das ist einfach dann eisig. Das ist so eisig, dass sogar Jens bittet oft darum, dass man die Klimaanlage ein bisschen runterdreht, weil es sogar ihm zu kalt ist. Und das hatten wir bei den Massagesalons, das hatten wir bei dem Kell gestern im Auto. Das war eisig. Ich weiß nicht, wie er das aushält. Und an vielen anderen Orten. Und wahrscheinlich, das ist das, was mich jetzt zerlegt hat. Aber
Eine sehr große Empfehlung, wenn ihr hier seid in Thailand. Ein Schal wie dieses, das rettet das Leben. In den Orten, wo Klimaanlagen sehr stark hochgedreht sind, kann man sich zudecken. Man kann damit in den Tempel, weil man da zugedeckte Schulter haben muss. Man kann sich im Notfall von der Sonne damit schützen. Es hat sehr viele Anwendungen. Jetzt nicht. Filme mich nicht, wenn ich leide. Joanna isst scharfe Sachen, damit es von innen warm wird. Und damit die Krankheit ausgebrannt wird. Ihr erinnert euch sicherlich auch an Covid. Da, wo man scharf isst, hatte man gar kein Covid. Deshalb versucht Joanna jetzt mit dem Scharfen ihre Erkältung auszutrennen. Woher hast du solche Infos? Von Trump. Vom Trump-Block. Okay. Alles klar. Nach dem kleinen Essenssnack setzen wir uns etwas in die Lobby unseres Hotels und warten auf unseren Fahrer. Ich saß gerade ein paar Minuten an der Sonne, um mich aufzuwärmen. Hat gut getan. Weiß nicht, ob ihr Per Anhalter durch die Galaxie kennt, aber da empfiehlt man, dass man immer ein Handtuch mit dabei hat, weil man ihn für alle Zwecke nutzen kann. Ich würde das modifizieren und würde so einen Schal empfehlen. Im Notfall kann man sich damit auch abtrocknen. Und jetzt warten wir hier. Wie lange? 4 Stunden? Nein, noch 2 Stunden 45 Minuten. Trotz Hoodie und Decke ist es Joanna leider immer noch kalt. Die Zeit lässt sich allerdings gut vertreiben mit dem Notebook auf dem Schoß und die Krankheit dabei etwas vergessen. Warm genug mit Pulli? Nee. Ich möchte hier bestätigen, dass ich den besten Ehemann auf der Welt habe. Und er kümmert sich um mich, hat mir Tee gemacht und ist einfach lieb. Das war so mein Statement. Ich habe sie nicht dazu gezwungen. Wahrscheinlich will sie noch einen Tee. Oder eine Fußmassage. Gewöhn dich nicht dran. Unser Fahrer sollte um 16 Uhr kommen. Es ist 16 Uhr. Oder sogar ein bisschen danach. Gestern war er sehr pünktlich. Und heute ist er nicht da. Und wir überlegen langsam, ob es schlau war, vorab zu zahlen. Unser Fahrer hat jemand anderen geschickt. Ein Friend angeblich. Mal sehen. Ich denke, er hat uns gestern einfach zu viel Geld abgenommen. Schickt jetzt jemanden, der günstiger ist. Und kassiert die Differenz. Clever. Es ist schon nach der vereinbarten Zeit und dann kommt endlich der Freund, der uns zum Flughafen fährt. Auch wenn es nicht das Auto ist, wie wir erwartet haben, sind wir froh, zum Flughafen zu kommen und die paar Minuten Verspätung können wir verschmerzen. BKK na Mr. BKK. BKK. Okay, sorry. Ein wirklich spannendes Konstrukt an der Mittelkonsole. Irgendwelche Schalter und USB-Ports und das mit Kabelschläuchen. Interessant. Nach nur wenigen Tagen sind wir wieder am internationalen Flughafen von Bangkok, BKK. Doch diesmal ist es ein Inlandsflug und wir orientieren uns und finden dann letztlich das richtige Gate. Ich habe uns gerade was Kleines noch zum Essen geholt vor dem Flug. Weil im Flug gibt's da nichts, das ist unser Abendessen. Das Erstbeste war leider das Restaurant zum Goldenen M. Und richtig teuer. Es hat über 16 € gekostet. Gefühlt sind das deutsche Preise. Für 16 € kann man hier viel thailändisches Essen essen, wenn man nicht gerade am Flughafen ist. Leider stellte sich heraus, dass ich nichts davon essen konnte, weil mir übel war. Dafür habe ich mich umso mehr eingepackt. Leggings unter die Hose,
Mindestens 3 Schichten obenrum. Wenn schon kein Essen, dann wenigstens ein textiles Survival-Kit. Und dabei habe ich wirklich geträumt, eine Decke zu haben, aus welcher ich ein Kokon machen könnte. Und mir ist immer noch kalt. Weil du krank bist. Wir werden mit einem Bus zum Flugzeug gefahren und steigen dann dort ein. Es ist ein kleiner Flieger, aber ausreichend und natürlich auch spannend, dass er Propeller hat. Im Flieger angekommen, werden wir sogar zum Sitz geführt. So. Wir hatten Bedenken mit dem Gepäck, aber sie haben unser riesiges Gepäck durchgelassen. Das hätte niemals irgendwo reingepasst. Aber in diese Overhead-Compartments hier mit etwas Gewalt ging es dann doch. Und Joanna ist krank und friert. Und wir hoffen nur schnell im Bett zu sein, um gesund zu werden. Sie hat nicht mal Pommes gegessen. Wir sind nach ca. 1,5 Stunden auf Koh Samui gelandet. Koh Samui Airport ist bekannt für sein entspanntes, tropisches Design und wahrscheinlich um noch mehr Urlaubsfeeling zu verbreiten, werden Gäste vom Flugzeug zum Flughafen nicht mit Bussen, sondern mit solchen offenen Fahrzeugen gefahren. Natürlich dürfen die weihnachtlichen Dekorationen auch auf Koh Samui nicht fehlen. Am Flughafen von Koh Samui läuft das Taxifahren etwas anders als in vielen anderen Orten in Thailand. Hier muss man sich erst einmal anstellen, wenn man ein Taxi buchen möchte, und die Preise sind festgelegt, abhängig davon, in welchen Bereich man fahren möchte. Dafür haben wir einen halben Bus nur für uns. Das ist unser Taxi jetzt hier vom Flughafen zur Unterkunft. Der Fahrer hatte eine kunstvoll selbst gebastelte glänzende Abtrennung, die vermutlich einen zusätzlichen Luxusfaktor bieten und gleichzeitig als Ablagefläche dienen soll. Für uns sieht es nur komisch aus. Der Fahrer fährt wie ein Verrückter und die Linien auf der Straße haben für ihn eher nur eine informative Funktion. Wir sind froh, als wir nach ca. 15 Minuten an unserem Hotel aussteigen können. Eine Angestellte wartet schon auf uns und führt uns zu unserem Häuschen. Sie hat auch ein Begrüßungsgetränk für uns bereit. Eine Kokosnuss, die sie schön mit einer Blume geschmückt hat. Thank you. Hoffentlich gibt es dir Energie. So, was soll ich hier ausfüllen? Surname. Mit der Hand. Oh, hab einen Buchstaben vergessen. Das ist nicht wahr sein. Naja, normalerweise kann man den immer noch einfügen. Außerdem habe ich jetzt zum Tippen normalerweise 2 Hände, zum Schreiben nur eine. Also ist ja klar, dass immer so ein Buchstabe fehlt. Und da ist immer größere Regress bei dir. Aber warm ist hier auch. Hier auch? Okay, schwülwarm hier. Voll spurig. We have a night to stay, and in the room we have the paper for you contact the Wi-Fi. Oh, sorry, it's my name Mimi. Okay. Hi. Nice to meet you, Mimi. Nice to meet you too. In the room have the password for Wi-Fi. It's Okay. the blue one. Okay, Try to contact. thank you. Okay, have a night to stay, Thank you. and say goodbye and see you again tomorrow. See you tomorrow. Have a good night. โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ ขอบ ค่ะ คุณครับ
Das Zimmer ist sehr schick, wenn auch furchtbar kalt wegen der Klimaanlage. Aber schließlich friere ich aktuell auch bei 32 Grad. Auf dem Bett gibt es ein kleines Kunstwerk, in welches jemand sehr viel Arbeit reingesteckt hat. Hast du das schon gesehen? Auf dem Bett? Ja. Im Augenwinkel habe ich es gesehen. Manchmal lohnt es sich den Leuten zu sagen, dass wir on Honeymoon sind. Sagen wir jetzt einfach immer. Und die Mimi ist sehr, sehr nett. Ja, ich denke, wir werden hier zufrieden sein. Insofern ich halbwegs funktionieren kann. Im Bad ist es deutlich wärmer, weil eine Wand halboffen ist. Das ist cool, weil man die Nachtgeräusche von draußen hören kann. Es ist einfach gestaltet, aber geräumig und alles ist da, was man so braucht. Was ist hier? Die Toilette ist ganz schön groß. Hier ist heiß, weil es draußen ist praktisch. Das ist nur ein Netz. Ja. Guck mal, wie viel Platz da ist. Ja. Sieht cool aus. Ich muss mich jetzt erst mal ankommen und es auf mich wirken lassen. Okay. Aber sieht cool aus. Das Auge kriegt das echt auf, wenn du hier läufst. Also ich gehe jetzt duschen. Und dann muss ich leider das schöne Herd kaputt machen. Wir hatten eigentlich für morgen eine Elefantentour geplant, die ich jetzt storniere, weil Joanna doch noch nicht ganz fit ist. Hat die Nacht Fieber gehabt, geschwitzt, gefroren, geschwitzt, gefroren. Wie ein Schwein. Habe ich geschwitzt wie ein Schwein. Aber mir geht jetzt ein kleines bisschen besser. Und zum Glück hat Jens in seinem Rucksack Paracetamol gefunden. Und Paracetamol wirkt auf mich sehr gut. Und dann ist Fieber gesunken. Also wir werden vermutlich jetzt hier auf Koh Samui die 3 Tage, die wir gebucht haben, erstmal brauchen, dass Joanna wieder gesund wird und ich hoffentlich nicht krank. Und dann schauen wir weiter, was wir machen, ob wir uns eine neue Unterkunft suchen oder nicht. Es scheint schon mal nicht ganz einfach zu sein, einen Roller zu bekommen. Zumindest die Vermietungen, die ich angeschrieben habe, da waren die ganzen Roller ausgebucht für den gesamten Januar. Und Taxen sind hier böse teuer und fahren nicht nach dem Taximeter. Ich wollte eigentlich ein paar Früchte kaufen gehen, doch plötzlich fängt es an zu regnen wie aus Gießkannen. Ein tropischer Regen. Es sieht wirklich schön aus und die große Terrasse mit dem Vordach bietet die Gelegenheit, entspannt und trocken das Ganze zu betrachten. So, ich mache mich auf den Weg, ein paar Früchte anzuschaffen hier, zu holen. Und jetzt guckt euch das an hier, das ist der Garten unserer Unterkunft. Und da oben in dem Häuschen schläft Joanna. Hoffentlich schläft sie und wird gesund. Wenn man das Grundstück der Unterkunft verlässt, betritt man plötzlich eine komplett andere Welt. Also hier über die Straße zu kommen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Nicht ohne Einsatz deines Lebens. Aber letztlich bleibt mir nichts anderes übrig. Wenn ich die Straße nicht überquere, werden wir wohl beide elends verhungern. Also riskiere ich es. Auf der anderen Seite der Straße befindet sich ein kleiner Food Court, der in Thailand sehr populär ist. Typischerweise sind es überdachte Plätze mit Essensständen und in der Mitte oder im hinteren Bereich noch Tische dazu. Perfekt, um viele verschiedene Gerichte an einem Ort zu probieren. Auch wenn hier um 10 Uhr morgens noch nicht viel los ist. Im hinteren Bereich gibt es zudem einen kleinen Markt mit frischem Obst, Gemüse und ein paar anderen Produkten.
Die Lösung gegen Fliegen hier ist wirklich interessant. Das gibt es bei uns nicht. Schließlich finde ich einen Händler mit bereits geschnittenen Früchten und kann problemlos auf Englisch kaufen. Dragon fruit. Yeah, I'm taking this. you can put in the bucket. Yes, of course. That's the white ones. Yes. Take orange, red and white. Like that? Ananas, right? Yes, right. Yes, I'll take those 3. Und jetzt nochmal zum 7-Eleven und hoffentlich gibt es da Paracetamol noch. Das sieht cool aus. Obwohl Joanna krank ist, durfte sie jetzt ein bisschen raus. Sind nur 3 Meter von unserem Zimmer entfernt. Und wir frühstücken jetzt. Ich war auf dem Markt, habe ein paar kleine Sachen geholt. Euer Hoheit ist zu gnädig. Ja, ich hätte gern noch viel mehr geholt. Da gab es viel mehr leckere Sachen. Aber jetzt gibt's Frühstück. Ich weiß nicht, ob man es sieht, was wir hier alles haben an Früchten. Und das, was Johanna hat. Was? Ich musste gerade irgendwie an das Eis denken, was da tropft. Und das Ganze hat 3 Euro gekostet. Ich sag dir, diese Nacht war am schlimmsten. Jetzt geht's bergab. Jetzt geht Burger. Bergauf. Also, Bergab. Eine Katze hat uns besucht. Natürlich schwanger, damit es noch mehr Katzen gibt, die kleine Tiere in der Gegend fressen. Und Vögel. Überall das Gleiche. Nachdem das Paracetamol gewirkt hatte und es mir etwas besser ging, durfte ich sogar das Gelände unserer Unterkunft erkunden. Naja, genauso riecht es, wenn du in einem Palmenhaus bist. ja, ja. Ich gehe nur Tag gucken. Trotz ihrer überschaubaren Größe wirkt das Gelände wie eine grüne Oase. Sehr ruhig, grün und man fühlt sich wie mitten in der Natur, obwohl direkt hinter der Mauer eine Straße ist. Ich habe gestern hier sehr viele Frösche gehört in diesem kleinen Teich. Und ich habe überlegt, ob das echt ist oder kommt aus einem Lautsprecher. Aber was ich hier jetzt sehe, hier weiß ich nicht, ob man das sieht, lauter kleine Kaulquappen. Danach gehen wir noch ein wenig spazieren. Ich habe die Straße noch nicht wirklich gesehen und bin etwas überrascht, wie sehr sich die Welt hinter der Mauer von der grünen Oase unterscheidet. Wir gehen durch die Straße, 3, 2, 1, Hälfte. haben uns schon mal verabschiedet für alle Fälle. Können Sie gerne hingehen? Das ist nicht. Aber gut, Zeit. Wir haben die Straße überquert, weil Jens sich die Motorboote in dem Laden anschauen wollte. Im Hinterhof verbrennt ein Mann in aller Ruhe Plastikmüll in einem Metallfass.
Leider, wie wir auch später während unserer Reise gesehen haben, werden vor einigen Häusern und Läden Vögel in Käfigen gehalten. Diese hier haben Glück, denn ihr Käfig sehr groß ist. Meistens ist das aber ein Käfig, in dem sich ein einziger Vogel befindet, der sich dort kaum bewegen kann. Diese Käfige hängen meistens irgendwo unter einem Vordach an der Straße. In der thailändischen Kultur gelten Vögel als Glücksbringer. Sie sollen gute Energie ausstrahlen und das scheint viel wichtiger zu sein, als dass sie sich wohlfühlen. Nach etwa 20 Minuten Spaziergang ist Joannas Akku endgültig leer und das Fieber beginnt langsam wieder zu steigen. Ihre heutige Ernährung bestand aus einer Handvoll Früchte. Also machen wir auf dem Rückweg noch einen Stopp am Food Court, wo Joanna sich nach langem Zureden doch dazu überreden lässt, etwas zu essen, obwohl sie absolut keine Lust auf Nahrung hat. Sieht gut aus. Was hast du da bestellt? Es heißt Mango Sticky Rice. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es ist Reis mit Mango. Danach bleibt noch die letzte Herausforderung, die Straße überqueren und dabei überleben. Mit etwas Mut und Timing schaffen wir es rüber und schon sind wir zurück in unserem Häuschen. Also die Steckdosenverbindungen sind so lavete. Das hier, dieses Netzteil, hat halt ein gewisses Gewicht. Rutscht halt automatisch so ein bisschen raus. Sicherlich nicht ideal, aber hält erstmal. Joannas Limit an Aktivität wurde für heute endgültig erreicht. Sie liegt flach, eingewickelt in Decken wie ein Burrito. Ich übernehme am Nachmittag die Versorgung und ziehe los, um Essen zu holen. Ein Held auf Mission, während Joanna regungslos daliegt und tiefgründige Gespräche mit der Zimmerdecke führt. Irgendwer muss ja die Krankenversorgung machen, wenn das in Joanna mit Fieber im Bett liegt. Es gibt Früchte und Shakes. Mal sehen. Wir hoffen, dass es bald besser wird und wir dann weiter die Insel erkunden können. Wie fühlst du dich? Leid und Elend ist das. Mir ist kalt, mir ist heiß. Aber meistens ist mir kalt. Und mein Kopf tut weh. Und das bei 28 Grad hier auf Koh Samui. 2 Decken habe ich drauf. Ja. Joanna leidet hier und wir hoffen, dass sie bald wieder gesund wird. Mir wird Paracetamol verweigert. Möchte ich nur sagen. Medikamente werden mir verweigert. Und warum wird dir Paracetamol verweigert? Weil man angeblich nur jede 4 Stunden nehmen darf. Und ich würde am liebsten jede Stunde nehmen. Und jetzt muss ich noch 2 Stunden warten oder so. Am Abend regnet es wieder. Die Wettervorhersage zeigte eine dringende Warnung vor den Wassermassen, die vom Himmel kommen. Unser Zimmer ist zum Glück höher gelegen, aber auf unserer Terrasse sammelt sich trotzdem beunruhigend viel Wasser. Hoffentlich bleibt es draußen. Es regnet draußen wie Sau. Quasi ein tropischer Schauer. Ich weiß nicht, seit einer Stunde, seit 2 Stunden. Und ich muss unbedingt raus mir das angucken. Es wird jetzt sehr nass. Der ganze Weg ist nass und überflutet. Ich kann nicht nach vorn gehen. Ich hoffe, man sieht es dann auf den Aufnahmen, dass der Weg unten überflutet war und man kam gar nicht bis zur Straße. Aber es sieht cool aus. Wir stecken hier quasi fest im Paradies. Joanna winkt aus dem Bett und richtet viele Grüße an alle aus.
Ihr erinnert euch, dass unser Badezimmer ein extra Bereich ist. Schaut euch an, der Regen drückt durch die Wände. Ganz trocken ist es nicht mehr. Unsere Schmutzwäsche, die wir jetzt zur Reinigung bringen. Joanna hat sich in Schale geworfen, noch nicht ganz fit, aber dass sie mal ein paar Schritte rauskommt an die frische Luft. Ich kann einfach nicht mehr liegen. Ich habe noch ein bisschen Fieber, also um 38 laut meiner Uhr. Aber es geht mir besser, zumindest deutlich gefühlt. Ich habe nur so komische Kopfschmerzen hier auf der Seite von einem Nerven. Das ist so stechend, als ob mich jemand mit dem Strom behandeln würde oder so. Aber ein bisschen laufen schadet nicht wohl. Und wir bringen jetzt unsere Wäsche zur Wäscherei. Hat sich ein bisschen gesammelt. Ja. Die Stromleitungen machen Geräusche. Die Wäsche wird in ein paar Stunden fertig zum Abholen sein und wir gehen in den Supermarkt, um Ibuprofen zu kaufen, weil Paracetamol nicht mehr so wirkt wie erwartet. Hier gab es die Paracetamol. Ich schätze, Aspirin ist eine Marke. Leider zeigt es sich, dass man in Thailand kein Ibuprofen oder Aspirin in einem Supermarkt kaufen kann. Solche Medikamente, die potenzielle Nebenwirkungen haben können, sind nur in Apotheken erhältlich. Wir sind ungefähr 200 Meter gelaufen und ich muss mich hinsetzen schon, weil ich keine Kraft mehr habe. Und ich versuche was zu essen, obwohl, wenn ich nur an Essen denke, wird mir schlecht. Ich habe Essen bestellt. Und bring's dir. Joanna ist sehr unzufrieden damit, dass sie nur im Bett liegen kann. Aber es bringt nichts. Sie muss gesund werden und ich darf nicht krank werden, damit wir dann die restliche Zeit genießen können. Und wir haben noch viel Zeit. Hm? Jeder Tag ist wichtig hier. Gut. Ich versuch's. Ich schwitze vom scharfen Essen. Und Joanna friert. Ich bringe sie wieder ins Bett. Die 1000 Schichten, Bettdecke, Tagesdecke und noch ein Strandtuch, ein großes. Jetzt ist wieder warm? Ja. So habe ich auch heute Nacht geschlafen. Nur ich hatte noch 2 Kissen obendrauf, damit es wärmer ist. Aber mir geht's schon besser. Naja. Wenn ihr wissen wollt, ob Joanna über Nacht das Fieber besiegt und am nächsten Tag triumphierend aufsteht oder ob das Fieber sie weiter in die Knie zwingt, dann bleibt unbedingt dabei. Schaut euch den nächsten Teil an und kommentiert das Video. Tschüss sagen Jens und Joanna.